Die Deeply Images nach dem Verschwinden des DSDS-Stars präsentiert sich Günter Kübelböck, 54, als liebender Vater. Doch das Verhältnis zu Sohn Daniel, 33, war wohl alles andere als gut. Für mich war der Daniel genauso ein Glücksfall wie alle meine Kinder. Das Verhältnis war super toll, so beschreibt Günter Kübelböck die Beziehung zu dem verschollenen und kürzlich für tot erklärten Daniel Kübelböck. Aber stimmt das auch? In der Bild-Dokumentation Daniel Kübelböck Leben und Tod des zerbrechlichen Entertainers wird die Beziehung zwischen Vater und Sohn ganz anders beschrieben. Hier heißt es, dass für Klein Daniel ein wahres Martyrium begann, als Günter die Familie verließ. Seine Mutter brachte angeblich immer wieder Männer mit nach Hause, die Daniel körperliche Gewalt angetan haben sollen. Auch sie selbst soll ihn misshandelt und gedemütigt haben, wie Daniel in seiner Biografie Ich lebe meine Töne selbst offenbarte. Ständig zog die Familie um. So Daniel. Wo war Günter in all dieser Zeit? In der Bild-Doku erklärt Herbert Lehms, einer von Daniels zahlreichen Stiefvätern, alle 14 Tage hat er ihn schon geholt. Für ungefähr 3 oder 4 Stunden. Sieht so eine innige Vater-Sohn-Verbindung aus. Olivia Jones, 49, war eine enge Vertraute des Sängers. Sie erzählt, denn Daniels Papa erschien erst wieder auf der Bildfläche, als er im Jahr 2003 bei Deutschlands Sucht den Superstar über Nacht berühmt wurde. Damals übernahm der 54-Jährige sogar für einige Zeit das Management seines Sohnes. Doch auch die geschäftliche Beziehung zerbrach, dass das Bällen zwischen Günter und Daniel gar nicht so eng gewesen sein kann, zeigt auch, dass sich Daniel vor 8 Jahren von der Millionärin Kerstin Elisabeth Kaiser, 75, die er liebevoll Omi nannte, adoptieren ließ. Warum hätte er das tun sollen, wenn er doch einen fürsorglichen Papa hatte? Daniel hatte gar kein Bedürfnis danach, seinen Vater zu sehen. Seine Omi war seine Familie, bestätigt sein Ex-Freund Robin Glesser, 22, im Gespräch mit OK. Er selbst habe Günter nur 1- oder 2-mal getroffen. Seltsam. Immerhin waren Robin und Daniel insgesamt 3,5 Jahre lang ein Liebespaar, lebten sogar zusammen in Berlin und Palma. Nicht einmal an Weihnachten hätten sich die Männer besucht, der Kontakt sei höchstens sporadisch gewesen. Urteilt Robin. Die Gespräche gingen angeblich nicht über belanglosen Smalltalk hinaus. Für Daniel sei sein Vater nur ein Bekannter gewesen. Kein Wunder, dass Robin nicht nachvollziehen kann, dass Günter sich in den Medien nun als Überpapa aufspielt. Doch was führt Günter Kübelböck im Schilde? Will er etwa finanziell vom Verschwinden seines Sohnes profitieren? Unklar. Regt sich Robin auf. Dass Günter jetzt nicht einmal eine Trauerfeier für Daniel plant, setze dem Ganzen in seinen Augen die Krone auf. Ich finde das so respektlos, schimpft er. Wir müssen uns doch verabschieden können. Text: Julia Driblo.